Kannst du dich jetzt hier vorstellen? Ich bin David, ich komme aus dem Iran, ich komme aus Shiraz. Ich habe schon dort Studium gemacht. Ich bin Bauingenieur von Beruf und ich bin seit 2,5 Jahren in Deutschland. Was vermisst du hier? Ich meine, kulturell. Zuerst denke ich die Familienfeier und Freundschaften, dann auch die Feiertage, zum Beispiel iranische Feiertage, zum Beispiel Nowruz-Fest oder Yalda-Fest. Ich bin in Teheran im Iran geboren und aufgewachsen. Dort bin ich zur Schule gegangen und studiert. Ich habe dort im Iran geheiratet, habe ich einen Sohn und der ist jetzt ein erwachsener Mann, ungefähr in deinem Alter wahrscheinlich. Wie war das Leben in deinem Heimatland? Teheran war eine Migrantenstadt eigentlich. Die Menschen sind sehr lebendig, die Menschen streiten sehr oft miteinander. Kulturell, aber auch mental sind die unterschiedlich. Das weiß ich, Taxi, 4, 5 fremde Leute zusammen in einer Strecke fährt. Jeder spricht mit jedem und es entwickelt sich auch Freundschaft. Bevor ich nach Deutschland kam, war ich mehrmals in Europa, auch in Deutschland. Aber es ist ganz anders, wenn man als Tourist oder Geschäftsmann in einem Land, in ein Land einreist, als jemand, der als Migrant oder jemand, der einwandert. Als Einwanderer in einem Land ist, dann fängt an das wahre Leben und die Schwierigkeiten, die damit verbunden ist. Und man erlebt auch wie die Menschen sind und die Kultur des Landes. Ich finde Deutschland oder besonders Dresden sehr gute Land oder Stadt, weil ich habe schon sofort hier integriert geworden. Ich habe schon viele Freunde und dann ich kann einfach Kontakt aufnehmen mit den Deutschen. Ich habe sofort Arbeit gefunden, Deutsch gelernt, war gut bei mir. Was würdest du sagen, also warum konntest du so schnell dich integrieren? Ich denke, das bekommt von 2 Seiten. Die erste, das ist, ich habe schon einfach mit den Leuten Kontakt aufgenommen. Die zweite, die Deutschen wollen auch mit uns kontaktieren. Aber genau die gleichen Faktoren funktionieren nicht bei allen. Ich denke, ich bin ganz offen. Ja, sag mal, ob du, als du neu angekommen bist hier in Deutschland, in Dresden, hast du auch Unterstützung staatlicher Seite bekommen? Genau wie andere Migranten es gehabt. Und dann, damit habe ich Sprachkurs gemacht. Und dann habe ich eine besondere Ausbildung wegen Kulturmittler auch habe ich gemacht. Und dann ganz normale. Und dann, als ich in Arbeit angefangen oder in Arbeit war, ich habe noch nicht mehr braucht die Unterstützung. Und dann habe ich alles selbst gemacht. Wie war bei dir? Also ehrlich gesagt, damals war es nicht so. Vielmehr haben sich die kirchlichen Organisationen um Migranten gekümmert. Ich musste zuerst in einer Kleinstadt wohnen, Residenzpflicht nennt sich. Und in dieser Zeit durfte ich nicht arbeiten. Dann habe ich auch als Einwanderer eine kleine Unterstützung erhalten.
ja, aber es war nicht so organisiert. Wie jetzt? Wie jetzt, also Integrationskurs, das sind alles neu. Ja. Ich glaube, dass viele davon während dieser neuen Welle von Migranten entwickelt wurde. Kann ich sagen, Glück gehabt, schnell Arbeit gefunden, ohne einen Sprachkurs zu besuchen. Zusammen mit meiner Frau haben wir abends gesessen und Deutsch gelernt. Das ist schön. Und dann warst du zuerst einmal in Dresden, als du nach Deutschland gekommen bist? Nein. Zuerst war ich in Berlin. Und dann, ich habe versucht, dort zu arbeiten. Aber es ging nicht aufgrund Sprachproblemen, das weiß jeder. Ja. Wie ich jetzt im Moment. Und dann bin ich nach Westdeutschland gegangen, in Köln ansässig geworden. Und seit 1996 bin ich erst hier in Dresden, Dresdner Raum eigentlich. Und dann, was findest du unterschiedliche zwischen den Städten? Die Menschen und das Verhalten von Menschen. Erster Eindruck ist das so gewesen, dass die Menschen in Kölner Gegend, in Rheinland, sind offener als die Menschen in Ostdeutschland. Okay. Als wir 1995 zum ersten Mal hier in Dresden waren, zu besuchen, als wir zusammen Persisch gesprochen haben, die Menschen erschrocken uns geguckt. Was ist das? Wegen der Sprache. Ja, jetzt hat sich Ja. viel geändert. Natürlich Ja. ist eine neue Generation hier entstanden. Und ja, und das war für uns irgendwie Kulturschock. Vieles war neu für uns wieder. Ich bin nicht schon lange in Deutschland, sonst war ich auch in Berlin, Leipzig und dann jetzt Dresden natürlich. Ich denke, die Ostdeutschland, die Leute wollen etwas zu sagen, direkt das sagen. Ich finde das gut. Wenn ich etwas biete, direkt ihr sagen Nein oder Ja, war für mich richtig unterschiedliche Kultur. Am Anfang war ich auch schockiert. Deshalb, ich habe versucht oder ich habe gesucht, wie kann man das lernen, die neue Kultur. Und wie man kann da die beiden Kulturen vergleichen. Und danach auch natürlich ausgleichen. Deshalb habe ich eine Ausbildung gefunden und dann ich habe die Ausbildung gemacht, einfach lernen, wie man kann mit Deutschen Kontakt aufnehmen. Hast du schon in dieser Zeit Diskriminierung auch erlebt? Ich möchte ehrlich sagen, bis jetzt wirklich nicht. Ich habe nicht das gekriegt. So wenig, ja, aber das passiert ist in allen Ländern. Aber besonders hier, ehrlich nicht. Wie findest du die jetzige politische Situation in Deutschland und besonders in Sachsen? Ich denke, wegen das Thema bin ich ganz neu. Und das ist für mich natürlich Unbekannte, weil ich war nicht lange, ich bin nicht schon lange hier. Aha. Ich denke, du kannst besser etwas dazu erklären und dann ich kann gut hören. Ja, okay, das tue ich. Aber hast du manchmal auch Angst, dass die ja, vielleicht AfD hier die Oberhand gewinnt? Ich habe auch ein bisschen Angst. Ich denke,
hier kannst du sofort ändern, aber nicht so stark und nicht so schnell. Ich kenne viele Leute, die sind richtig international. Im Allgemeinen finde ich, dass die Zeit der Volksparteien schon vorüber ist. Überall, wenn wir schauen in Europa, sind die Stimmen verstreut zwischen vielen Parteien. Das hat wahrscheinlich mit der Umstrukturierung der Gesellschaft und der Industrie zu tun. Jetzt konkret über AfD denke ich, dass die viele Stimmen, die diese Partei bekommt, die Menschen, die ihre Stimmen geben, sind nicht alle Rechtsradikalen oder Nationalisten. Das sind vielmehr unzufriedene Menschen. Die suchen eine andere Partei, eine andere Möglichkeit als Protest. Und wenn die ehemaligen Volksparteien, würde ich sagen jetzt, klug genug sind, können immer noch die Stimmen dieser Menschen gewinnen. Ich wünsche, dass die Menschen miteinander reden können und anstatt miteinander zu kämpfen. Und das ist tatsächlich aus meiner Sicht machbar. Die Verbesserungen kommen von alleine. Vieles, das jetzt geändert wurde in diesen Jahren, konnte niemand vorhersehen. Ich wünsche einfach eine Welt ohne Grenze und dann ein Mensch ohne Nationalität. Bedeutet, meine Heimat ist die ganze Welt. Ich bin sicher, irgendwann das kommt. Gut, wäre sehr schön, aber ich weiß nicht, ob ich in meinem Leben erleben würde. Ich hoffe, ja. Ich hoffe, Also kannst du es. Ja, in meiner Zeit, ja. Im Iran hatte man gesagt, Wünsche sind umsonst. Wünsche sind kostenlos. Genau, man kann einfach wünschen. Ganz großes Wünschen. Ja, das ist kein Problem. Du bist nicht so lange hier, aber empfindest du Deutschland als deine Heimat oder das ist deine zweite Heimat? Ich denke, im Moment noch nicht, aber kann werden. Ja, die Frage ist nicht leicht zu beantworten, aber ich würde sagen, Deutschland ist meine Heimat. Ja, das habe ich damals so nicht empfunden. Klar, ich war 35 Jahre alt, als ich hier kam. Und Heimat ist ja was Besonderes, wo man aufgewachsen ist, wo man zur Schule ging, wo die erste Liebe gewesen ist. Aber dann habe ich lange Zeit hier gelebt und mit verschiedenen Menschen war ich in Kontakt, Freundschaften, Arbeit, besonders wenn man Kinder hat. Die Kinder gehen zur Schule. Also mein Sohn ist viel mehr Deutsch als Iraner. Schritt für Schritt wächst man mit den Kindern auf. Wie man man sieht, wie man hier unterschiedlich mit den Kindern umgeht. Das alles bildet eine nicht eine zweite Persönlichkeit, aber wirkt auf die Persönlichkeit. Und damit ist verbunden die Heimat. Und irgendwann muss man entscheiden, aus meiner Sicht, hier bin ich zu Hause oder nicht. Und jetzt denke ich, dass ich Deutscher bin.